Ja, eigentlich gebe ich ungern Interviews. Okay. Ja, aber ich weiß natürlich nicht, welche Fragen du mir stellen willst. So ganz gemeine. Ah ja, manchmal schon. Hallo und willkommen zum Talk 25 mit Terence Carr zu seiner Ausstellung Transgression. Terence, toll, dass du da bist und toll, dass es sowas wie Zoom gibt, dass man trotzdem noch zusammen auch auf zwei unterschiedlichen Städten so ein Interview drehen kann. Und Terence, lass uns doch gleich anfangen. Was hältst du vom Titel? Ja. Ich finde der Titel sehr gut. Ja? Ich meine, du hast mich nicht gefragt. Ich habe gedacht, du wirst schon was Gutes, aber ich finde es sehr gut. Bis jetzt habe ich das nirgendwo gehört mit dem Titel und ja, ist super. Ich kann damit identifizieren. Super, das freut mich. Also es passt quasi auch zu den 7 Sünden, die ausgestellt werden. Magst du uns vielleicht ein bisschen was zu deinem Werk erzählen? Die 7 Sünden, das ist eine Geschichte, die sehr weit zurückgeht, als ich noch realistischer gearbeitet habe. Und in der Zeit habe ich Skizzen und Modelle gemacht für ein Kunst- und Bauprojekt vor ungefähr 25 Jahren her. Und diese Skizzen lagen lang, das hat leider Kunst- und Bauprojekt nicht gewonnen, aber die Skizzen lagen lang bei mir im Studio, bis irgendwann ein Sammler hat gesagt, ja, die muss man schon als Skulpturen machen. Und ich sagte, ja, das geht nicht, das brauche ich so ewig lang, 6, 9 Monate, bis ich mich einlebe und einarbeite in den Realismus wieder. Und er hat mir das Geld angeboten, mich über die 6, 7 Monate zu bringen, wenn ich das mache. Und so sind die 7 Sünden entstanden. Und viele denken ja, vielleicht sehen die ein bisschen anders aus als meine Skulpturen, die mittlerweile überall bekannt sind. Aber der rote Faden, der Titel dieser 7 Sünden, die Hedonismus, das so Spaßgesellschaft, das ist immer noch mein Thema gewesen. Und ich denke auch diese Aufstapelung von Figuren, die da drin sind, findet auch statt in meine Holzfiguren auch. Die 7 Sünden sind eine Serie, sind die anderen Arbeiten und Werke, die du machst, auch in Serien? Ja, die sind in Serien. Aber die anderen Kleinbronzen, die du zum größten Teil eigentlich bei dir hast in der Ausstellung, die sind in einer Serie von 7. Außer die ganz kleinen Filigranen, ein bisschen auseinander wie Sunburst, die sind Unikate. Aber sonst meistens, ich mache eine Serie von 7. In diesem Fall die 7 Sünden selber sind eine Serie von 30. Das war eine etwas größere Aufgabe und da habe ich gedacht, deswegen mache ich 30. Eine Serie von 30. Aber jedes Figur wird ein bisschen anders gemalt. Das letzte ist nicht, als ob man nicht sozusagen fast ein Original hat. Und du hast auch schon gesagt, dass es einen Bezug der 7 Sünden zu deinen aktuellen Arbeiten gibt. Magst du uns vielleicht sagen, wieso du deine aktuelleren Arbeiten mehr abstrahiert hast oder wie du in die Abstraktion gegangen bist von dem Gegenständlichen? Das ist schon ewig her. Das liegt so weit zurück, ich kann mich gar nicht mehr erinnern eigentlich. Aber die jetzigen Figuren, die ich mache, eigentlich der Anstoß kam, als ich in Südafrika war. Und das war, ich glaube, vor ungefähr 25 Jahren oder so, ja, vielleicht ja, 25 Jahren. Und da habe ich mit einem südafrikanischen Künstler zusammengearbeitet. Wir haben eine bestimmte Körpersprache da entwickelt in den Bildern. Und als ich nach Hause kam, habe ich gedacht, ja, die könnte ich eigentlich umsetzen in Skulpturen. Und so fing es an, diese so Neigung in Richtung Abstraktion. Also du arbeitest viel mit Bronze und auch mit Holz. Und das sind ja 2 Gegenstände, also sehr gegensätzliche Materialien. Wie kommst du denn dazu, genau in diesen 2 Gebieten zu arbeiten? Ja, insofern eigentlich so gegensätzlich sind es nicht, weil letztendlich man will eine Skulptur schaffen, das irgendwas ausdrückt. Ich meine, ob das in Holz ist oder Bronze oder Plastik, letztendlich muss es dieser Stil erreichen. Der Grund, warum Bronze ist, ich habe auch festgestellt, dass man kann nur so viele Figuren machen.
Und manche von diesen Figuren, vor allem in Holz, kann man auch nicht unbedingt draußen tun. So bin ich auf die Idee, das liegt weit zurück, die in Bronze zu gießen. Und früher habe ich die dann auch manchmal in Bronze stehen lassen oder angemalt. Und diese Figuren kann man auch zusätzlich dann auch natürlich draußen stehen lassen im Garten. Und ich habe einen sehr guten Gießer, der auch, wenn er eine Form abnimmt von meiner Holzoriginale und dann das gießt, das sieht wirklich wie Holz aus. Viele Leute, wenn sie zu mir im Studio kommen, das weißt du selber, fangen an zu klopfen, zu sehen, ob es Holz ist oder ob es Metall ist, weil die nicht sicher sind. So ist es. Ja, erst recht, weil es ja noch angemalt ist, das macht es ja nochmal schwieriger zu erkennen, ob es Holz oder Metall. Magst du auch mal sagen, wieso du denn so viel Farbe benutzt? Weil deine Werke sind ja doch alle recht farbenfroh. Ich liebe die Farben. Manchmal stehe ich vor einer Skulptur und male und denke ich habe nicht genügend Farben. Ich denke wirklich, ich schaue das an, ich habe nicht genügend Farben. Ich meine, es ist nicht immer vom Vorteil, wenn man mit Farben malt. Wenn man einfach Ton in Ton malt, schwarz-weiß, man braucht sich keine Gedanken zu machen, ob die gegeneinander so Kontraste stimmen oder stimmen nicht oder überhaupt, ob es zusammenpasst in der Komposition. Aber für mich, ich finde es sehr aufregend, mit Farben zu malen. Ich finde es etwas entspannender, ohne Farbe zu malen, nur in Schwarz-Weiß. Das sind manche Schwarz-Weiß-Sachen von mir, aber das ist, wenn ich mich nicht so sehr anstrengen will. Wenn ich mich richtig anstrengen will, male ich in Farbe. Ja, das ist doch ein Grund. Hier hinten siehst du ja ein Bild aus deiner Kappa-Material. Magst du vielleicht auch was dazu sagen, wie du dazu gekommen bist, solche Werke zu machen, solche Wandaufhänger? Ja, das war eben so. Ich mache auch sehr, sehr viele Wandskulpturen, die auch an der Wand rauskommen. Die sind auch gegossen meistens in Aluminium. Aber manchmal, wenn es für den Innenraum ist, ist es dann aus Holz. Und eine Kunde kam zu mir und er hat gesagt, er wollte sowas Ähnliches. Der hat eine gesehen in einer Empfangshalle in einer Firma. Es hat sowas Ähnliches wie das. Ich meine, diese Skulptur war 7 Meter hoch, 3 Meter breit und 1,5 Meter tief. Kennst du selber, du warst da in dem Venet-Haus. Und er hat gesagt, ja, aber ich kann seinen Namen nicht sagen, nennen wir Emil. Ich habe gesagt, Emil, aber dein Wohnzimmer ist nicht so groß. Nein, aber sowas Ähnliches. Wir haben seine Wohnzimmer angeschaut, er hat ein sehr großes Wohnzimmer gehabt. Und dann haben wir gesagt, ja, aber du weißt schon, das ist sehr ausladend. Ich sagte, ja, was können wir da machen? Dann haben wir gesagt, well, ich kann es mir überlegen, ob wir es flacher machen können. Und so bin ich auf die Idee gekommen, aus dieser Modellkappa, das wird benutzt zum Modellbau, flache Skulpturen, die eigentlich diese Formsprache hat, aber auch bunt, aber flach ist. Und dann habe ich 2 solche Skulpturen für ihn gemacht und an der Wand gehängt. Die sahen sehr schön aus. Hat sich angeschaut, die sind sehr schön, aber die sind nur Pappe. Er hat gesagt, nein, die sind nicht Pappe, die sind Kappe, überzogen mit Kunststoff, aber ist egal. Aber ich gesagt, ich habe ihn zu einem Kollegen gebracht, der auch auf Papier gemalt hat. Er hat gesagt, schau, das ist nur Papier. Aber der hat sie nicht dazu so durchsetzen können, dass er das nimmt. Und ich habe dann doch ein großes Auslandesskulptur für ihn gemacht. Aber ich bin auf diese Idee gekommen und ich finde diese Idee sehr gut. Und es gefällt mir und es ergänzt auch mein künstlerisches Repertoire. Ja, ich finde auch, dass es sehr passt zu deinen Sachen. Genau. Bei mir zeigst du ja auch eine große und kleine Skulpturen, die gleich ausschauen. Also das finde ich auch eine sehr süße, tolle Idee. Wie bist du denn dazu gekommen oder was war der Anstoß dafür? Ich kann nur so viele Holzskulpturen im Jahr machen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, in der Gießerei, wo ich arbeite, die haben einen 3D-Scanner. Und bin auf die Idee gekommen, wir können diese Skulpturen, die so nicht mehr in meinem Besitz sind, scannen. Und dann habe ich diese Scanner und den reduzieren. Wir reduzieren eine Skulptur von 1,5 Meter auf 30 Zentimeter.
Und es sieht wirklich, ist eine kleine Miniatur von dieser Skulptur. Und ich finde, das ist sehr gelungen. Es macht Spaß und ich würde es weiterhin machen. Und bei dir, ich glaube, du hast 4 solche bei dir in der Ausstellung. Ja. Ja. Du bist die Erste, die ausstellen darf. Ich bin sehr froh darüber. Ich finde es eine ganz tolle Idee, das so groß und klein ist ein schöner Gegensatz. Genau. Hat denn Gegensätze was in deiner Kunst auch zu tun? Also arbeitest du viel mit Gegensätzen? Die Spannung lebt vom Kontrast. Und Gegensätze sind Gegenkontraste. Und womöglich, wenn man viel Spannung aufbauen will, braucht man Gegensätze. Ich meine, es ist vielleicht leichter für Leute außerhalb zu beurteilen, ob ich die Gegensätze benutze oder nicht. Das würde ich dir dann überlassen, das nächste Mal, wenn du eine Rede über mich hältst. Gerne. Okay. Meinst du, es soll noch was gefragt werden, Terence? Fehlt dir was du gerne noch sagen würdest? Was ich noch sagen würde. Okay, dann verschone ich dich mit weiteren Fragen. Okay. Danke, Terence, fürs Interview. Es war schön, mit dir zu reden und diese ganzen Infos zu bekommen. Und wer die Ausstellung noch sehen will, die läuft bis zum 18. Juni hier in der Galerie. Gerne einen Termin auf der Webseite machen und ja, und sich diese tolle Kunstwerke hier vor Ort anschauen. Und sonst auch gerne online durch Zoom. Also vielen Dank nochmal und bis bald. Bye.